Hier nochmal ein kleines Nachtragvideo zu meiner 3005. Das sind sozusagen die Infos nochmal alle zusammengepackt, die in der Regel eigentlich mehr oder weniger untergehen, weil sich kaum jemand die Mühe macht, die ganzen Kommentare nachträglich sich nochmal durchzulesen. Deswegen habe ich hier mal zusammengefasst. Einmal die Problemlösung, die ihr mir alle angeboten habt für meine 3005, was die Elektrik betraf. Dann nochmal der Unterschied zwischen der 3005 und der 3097. Und dann nochmal zwei Modelle von der Baureihe 23, die Märklin bzw. Primex später herausgebracht hat, die ich im Vorfeld nicht gefunden habe. Und als erstes mal die Varianten, die bei dem einen oder anderen als Problemlösung funktioniert haben. Und da habe ich als erstes die Halterungen der Kollektorbürsten stehen zu weit heraus. Auf der rechten Seite könnt ihr sehen, dass ich die hier schon mal abgeklebt habe. Und auf dem nächsten Bild könnt ihr sehen, dass die relativ weit herausstehen. Und das ist bei dem einen oder anderen wohl da zu einem Kurzschluss gekommen ist, wenn das Gehäuse aufgesetzt wurde. Dazu gab es dann auch noch die Idee, das Gehäuse von innen mit Tape abzukleben, um das abzuisolieren. Das hat bei mir bei alles nicht funktioniert. Dann gab es die Variante, dass ein Kabel nicht richtig angelötet war und alle einzelnen Kabel dann sozusagen durchgetestet wurden. Das ist bei mir allerdings auch nicht der Fall gewesen. Dann gab es wohl die nächste Variante, dass ein Kabel auf den Umschalter drückt und diesen blockiert. Aber ihr könnt hier von der Seite sehen, dass das auch bei meiner Lokomotive hier auf keinen Fall zutrifft. Dann ist bei vielen wohl die Schraube zum Befestigung vom Gehäuse zu lang. Und der eine oder andere hat mir geschrieben, dass die Befestigung eigentlich so ist, dass das ein Sackloch ist und die Schraube nicht durchgehen kann. Ich habe das hier mal gezeigt. Bei mir, die Schraube ist oben jetzt hier noch komplett rausstehend. Und bei mir ist das Gewinde nach unten offen. Ich habe die Schraube dann mal komplett durchgedreht und dann guckt sie unten minimal raus. Das ist hier nicht wirklich zu erkennen, aber man kann sehen, dass da auf keinen Fall eine Schraube auf den Umschalter drückt. Und wenn jetzt noch die Gehäusestärke oben dazu kommt, ist die Schraube also noch weiter oben. Damit war das dann auch ausgeschlossen. Und die letzte Variante war dann, dass die sogenannte UKW-Drossel hier irgendwo unterm Gehäuse klemmt. Und ich habe jetzt mal hier aus der Bedienungsanleitung bzw. Ersatzteilliste von Märklin das Bild gemacht. Hier oben rechts seht ihr diese UKW-Drossel. Und diese ist dann bei mir tatsächlich oben unterm Dach eingeklemmt gewesen, wenn ich die Schraube bis zum Anschlag durchgeschraubt habe. Das habe ich dann hier mal gemacht und dann ist es leider jetzt hier nicht zu sehen, weil das Gehäuse natürlich diese Drossel abdunkelt. Ich gehe jetzt mit einem kleinen Schraubendreher durchs Seitenfenster und drücke mir diese Drossel etwas nach hinten. Damit ist sie wohl aus diesem Klemmbereich raus und danach fährt meine Lokomotive wieder ganz normal. Ich wäre wahrscheinlich von alleine nicht auf diese Idee gekommen, aber dank eurer zahlreichen Kommentare habe ich alles durchprobiert und das war jetzt bei mir die Drossel. Vielleicht kann der eine oder andere mit einer der anderen Lösungsvorschläge bei seiner Lokomotive was anfangen, denn es scheint wohl die ein oder andere 3005 zu geben, die auch hier weiterhin noch Probleme macht. Dann ganz kurz zu der Frage, warum Märklin die Baureihe 23 erst mit Kunststoffgehäuse rausgebracht hat und nach 2 Jahren dann wieder auf Metallgehäuse umgestiegen ist. Kommt wahrscheinlich daher, Märklin hat ab 1953 wohl Kunststoffgehäuse eingeführt mit der CE 800. Der kleinen E-Lokomotive und auch mit der CM 800 der Baureihe 89. Und das sollte dann wohl mit der Baureihe 23 und der DA 800 dann weitergeführt werden. Bei den beiden kleineren Lokomotiven handelt es sich allerdings hier um Rangierlokomotiven, sodass hier nie größere, längere Züge angehängt wurden. Dagegen bei der DA 800 der Baureihe 23 als Streckenlokomotive war das dann natürlich anders und das hat wahrscheinlich Probleme gemacht, weil sie wohl nicht in der Lage waren, mehr als 3 oder 4 Personenwagen dann wirklich auch mal eine Steigung hochzuziehen. Die Theorie bzw. die Vermutung ist die, dass aufgrund der relativ schlechten Zugkraft der Baureihe 23 mit Kunststoffgehäusen Märklin dann wahrscheinlich dazu übergegangen ist und hat dann hier auch wieder ein Guss- oder Metallgehäuse angeboten. Und dann komme ich nochmal zu den Unterschieden von der 3005 zur 3097, auf die ich hier auch aufmerksam gemacht wurde, denn da gab es wesentlich mehr, als ich im Video erwähnt habe. Und zwar hier habt ihr von der 3005 nochmal das komplette Gestänge. Hier ist dann wohl eine der ersten 3097er und hier sind die Gestänge dann nur mit Sprengringen gesichert. Und das hat Märklin dann wohl später wieder geändert und bei der 3097 die Sprengringe wieder durch Muttern ersetzt. Dann wurden vorne an der Front bei der 3097 dann auch diese Lampenstangen entfernt. Und bei der 3005 bestand hier vorne der Vorläufer im Grunde noch komplett aus Guss und das ist dann wohl durch einfach nur Blech ersetzt worden. Und hinten am Führerhaus war bei der 3005 noch die komplette Verkleidung drauf, beziehungsweise das Gehäuse komplett geschlossen. Und bei der 3005 waren noch sämtliche Zierleisten beziehungsweise auch die Beschriftungen dann noch bedruckt oder eingefärbt. Und nachdem auf das alles verzichtet wurde, seht ihr dann hier die 3097. Einmal von der Seite
Einmal von vorne und einmal von hinten und das ist dann wirklich eine richtig abgespeckte Variante. Und aus dieser Märklin 3097 wurde dann die Brimex 3097 und hier wurde mir dann also auch nochmal bestätigt, dass es wohl Gesamtkataloge erst ab 1976 gab. Und es gibt dann aber eine Seite und zwar im Internet, Mikado. Ich verlinke euch das auch unten nochmal. Eine sehr schöne Seite. Leider erscheint sie in den Google-Suchfunktionen immer ziemlich weit unten, deswegen ist sie gar nicht so bekannt. Und man muss sich bei dieser Seite anmelden, was aber funktioniert, wenn man sich anmelden möchte. Und man hat Zugang auf eine enorm große Datenbank, die hier angelegt wurde. Aber was da an Informationen ist schon enorm. Und unter anderem gibt es da wirklich eine Brimex-Preisliste von 1974 und da ist diese 3097 von Brimex dann wirklich mit 48 D-Mark ausgezeichnet. Dann habe ich noch einen Brimex-Sammlerkatalog gefunden, der war mir vorher auch vollkommen unbekannt. Habe mir den jetzt auch mal bestellt. Kostet 25 € in der Schwarz-Weiß-Ausführung. Dadurch, dass Brimex ja sozusagen eine geschlossene Firma ist, kommt da auch nichts mehr hinzu. Das heißt, dieser Katalog wird auch in Zukunft dann seine Gültigkeit behalten. Deswegen habe ich ihn mir mal bestellt. Der Col-Katalog soll wahrscheinlich von den technischen Daten her etwas detaillierter sein. Aber in den Col-Katalogen sind die Brimex-Sachen über mehrere Kataloge verteilt und hier hat man alles komplett. Deswegen fand ich das ganz interessant, habe ihn für mich bestellt. Ich habe euch das auch nochmal unten verlinkt. Es gibt ihn auch noch in der Farbversion. Da kostet allerdings 49 € und da auch im Col-Katalog ein Großteil der Bilder nachher nur schwarz-weiß sind, habe ich mich jetzt hier erstmal für die Schwarz-Weiß-Variante entschieden. Und dann kommen wir zu den zwei Varianten der Baureihe 23, beziehungsweise in der Brimex-Variante dann herausgebracht 1985 und zwar unter der 3191. Mehr oder weniger jetzt wieder eine Vollversion mit der Betriebsnummer 23105. Ihr könnt hier vorne sehen, dass die Lampenstangen trotzdem jetzt nicht dabei sind, aber wir haben wieder eine komplette bedruckte Beschriftung. Zierlinien sind auch wieder alle eingefärbt. Wir haben wieder das komplette Gestänge an der Lokomotive. Und das ist eine von den Lokomotiven, die mir im Vorfeld meines ersten Videos ja komplett durch die Lappen gegangen sind. Und im Jahr 2000 hat Märklin dann unter der 33005 bzw. Brimex dann eine Lokomotive herausgebracht mit der Betriebsnummer 023 033-4. Und die ist dann auch ausgestattet mit einem Delta-Decoder. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass diese Lokomotive hier gefärbte bzw. brunierte Räder und das Gestänge hat. Und damit sieht diese Lokomotive für meinen Geschmack hier richtig edel aus. Und da werde ich auch mal schauen, nach so einer Variante Ausschau halten, denn das wäre was mich dann auch noch interessieren würde. Und davon habe ich dann hoffentlich alle Informationen, die mir in den Kommentaren auf das letzte Video da zugetragen wurden, denke ich mir, alle verarbeitet und weitergegeben und hoffe, der eine oder andere kann damit auch nochmal was anfangen. Und ich danke allen, die sich die Mühe gemacht haben, mir bei meiner Problemlösung hier zu helfen, beziehungsweise die Zusatzinformationen zu den anderen Lokomotiven noch an mich weiterzugeben. Ich danke fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.